Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute auf W50 unterwegs und zwar geht es hier gleich in den Gildenangriff rein. Ja, wir kämpfen hier gegen Dead Valley. Viele von euch haben ja gesagt auf die Frage hin von mir, ob ihr mal so einen Gildenkampf sehen wollt. Da haben viele gesagt, ja, das ist schon interessant, das würden wir gerne mal sehen. Und vor allen Dingen ist das jetzt gerade sehr spannend, weil Dead Valley auf W50 hier die Gilde ist, mit der wir, glaube ich, so mit am ehesten gleich auf sind, so, ne? Also Spektrum ist schon relativ weit unter uns, Crit Happens ist sehr weit über uns. Dead Valley ist so die Gilde, ja, wo es halt um Platz 3 geht, so, ne? Da geht es halt ums Treppchen so, wir sind momentan auf Platz 4, Dead Valley auf 3, sind ein bisschen stärker als wir, 799 Ritterhallenpunkte, 354er Durchschnittslevel, 353er Durchschnittslevel bei uns, aber dafür 815er Ritterhallenpunkte und wir sind jetzt quasi live bei dem Fight dabei. Ihr seht jetzt hier, wir haben es hier gerade 3:56 Uhr jetzt gleich, wo wir das aufnehmen und um 3:57 Uhr geht der Kampf los. Ja, ich war auch noch nie irgendwie bei so einem Gildenkampf live mit dabei gewesen irgendwie und fand ich jetzt auch mal interessant, mal so, ja, direkt mal da mit live dabei zu sein. Wir machen mal das Dämonenportal fertig, da sollten wir eigentlich ja, rechtzeitig vorher noch mit fertig werden, damit wir uns hier noch vielleicht 1% mehr snacken können, der uns ja, vielleicht auch beim Gildenkampf gleich helfen wird, ne? So, wir skippen das mal, haben gewonnen, ja, und ich wollte jetzt nicht das Risiko eingehen hier und noch den Prozent gut geschrieben haben. Das haben wir auf jeden Fall. Und jetzt warten wir quasi auf den Angriff. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jo, Freunde, kleiner Zwischencut. Wollte ich euch nur mal zeigen, weil mir das eben gerade aufgefallen ist. Und zwar, ja, hier in der Ehrenhalle, in der internationalen Ehrenhalle, wollte ich gerade mal auf meinen Rang gucken, hier auf unseren Server, auf S31. Und musste feststellen, dass wir hier einfach das gleiche Problem haben wie auf dem Speed-Server. Ne? Dass der Server einfach nicht mehr richtig... ja, auch hier in der internationalen Ehrenhalle vertreten ist, nicht mehr richtig ja, mitspielen kann. Ne? Wer vor ein paar Tagen das verfolgt haben sollte, wir haben ja hier schon mal, ja, der Speed-Server ist ja hier in der internationalen Ehrenhalle auch vertreten, wo hier einfach so ein paar Zahlen stehen, so, ne, die nach irgendwas berechnet worden sind, ein paar chinesische Zeichen und hier einfach der Speed-Server, der ja außerhalb der Wertung ist hier von der internationalen Ehrenhalle. Jetzt wollte ich eben gerade mal auf unseren Server gucken, wie wir uns so schlagen in der internationalen Ehrenhalle und es scheint so, als ob wir hier auch einfach so gefühlt, zumindest aus der Wertung, ja, raus sind hier, was den Server angeht. Also S31 mit dem Speed-Server, einfach der einzige Server weit und breit, der hier immer noch nach wie vor starke Probleme aufweist und ja, außerhalb von allen anderen Servern einfach, ja, außerhalb von der Konkurrenz spielt, so, ne, in allen Belangen sind wir hier immer noch nach wie vor benachteiligt, was kein Rumgeheule sein soll, so, ne, aber es ist halt einfach so, sei es performance-technisch oder ja, was das Ausnutzen von den Goldminen-Bug-Feature angeht, so, ne, wessen ja jeder mittlerweile im Klaren sein sollte, so, was seit Jahren schon bekannt ist, jetzt nur eben noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte und ja, kann man einfach nicht mehr werten, das Ganze hier. Ist auch ziemlich frustrierend, muss ich so sagen, weil, ja, weiß ich nicht, also ich bin ja jetzt nicht irgendwie neidisch oder so auf die anderen ganzen Server, aber es ist halt schade, dass man halt außerhalb von der Konkurrenz spielt, so, ne, weil gerade ich mit meinem Char hier halt eher die höheren Ziele angesiedelt habe. Außerhalb von unserem Server wollte ich halt noch weiter in die internationale Ehrenhalle aufsteigen, so, weil das halt so die einzigen Motivationspunkte sind, die ich so mehr oder weniger habe. Und ja, das wird einem jetzt so genommen. Und ich muss sagen, die Motivation schlägt sich dahingehend ein bisschen auf das Gemüt aus, muss ich mal so sagen. Ne? Gut, das wollte ich nur mal so zwischendurch loswerden. Weiter geht's mit dem Video. Und ja, kleine Information vorab, der Speed-Server, ne, wo wir ja drauf spielen, da wollte ich ja zum Serverende die letzten 10 Minuten, wo es da um die heiße, ja, wo es um die Wurst geht quasi und in die heiße Phase reingeht, wo alle um das Plätzchen kämpfen, um die Profilbilder, um die Top 10 Ränge, um die Top 50 Ränge, da wollte ich ja quasi live mit euch das zusammen streamen. Das ist ja der Server endet am 28. glaube ich, am 28. irgendwie um 23:59 Uhr, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich glaube, das war so gewesen.
Ja, am 28. um 23:59 Uhr endet das Ganze. So, wir sind jetzt hier im Gildenkampf drinne. Wird der jetzt live übertragen? Ich war noch nie mit dabei gewesen jetzt hier, komischerweise. Deswegen würde mich mal interessieren. Ich will mich jetzt auch nicht spoilern lassen, so, das ist ja auch das Ding, ne? Wenn ich jetzt in die Post gehe, da ist wahrscheinlich der Kampf. Oder wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wird der Kampf wahrscheinlich auch schon direkt da gewesen sein. Deswegen warten wir noch mal ganz kurz. Ja, wie gesagt, an dem Tag um die Uhrzeit zum Ende des Speed-Servers, da gibt es ja eine richtig fette Schlacht da um die Top-Ränge. Wollte ich eigentlich mit euch livestreamen, ja. Und leider hat mir da mal wieder die Arbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, die Arbeit ist ein Faktor, vor allen Dingen in den letzten paar Jahren. Wer im Gesundheitssystem arbeiten sollte und ja, ein bisschen in der Welt verfolgt, was so gerade los ist, weiß, dass es nicht gerade irgendwie einfach ist. Und ja, hat mir wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, das kann ich leider nicht umsetzen. Ich habe an dem Tag dann ja, gerade Nachtschicht denn und bin da eben dann nicht live am Start, um das Ganze mit euch dann die letzten paar Stunden begleiten zu können. Ja, sonst wäre es gegangen. Jetzt geht es leider nicht mehr. Ist sehr schade. Ja, das ärgert mich auch sehr, muss ich sagen. Aber geht leider nicht anders. Ja, tut mir leid. Aber es kommt immer öfter vor in letzter Zeit, dass sowas mal ja, aufgeschoben werden muss oder halt eben ja, mir die Arbeit da durch solche Projekte wie jetzt hier bei YouTube oder mit Shakes & Fidget da einen Strich durch die Rechnung macht. Gut, ja, das auf jeden Fall dazu. Der Gildenkampf wird nicht direkt live übertragen. Ich dachte, das wäre so irgendwie. Aber ja, da müssen wir wohl in die Post gehen. Ja, ich dachte, der switcht sofort von der Gilde gleich dann zum Fightern. Keine Ahnung, wie gesagt, ich war noch nie live dabei. Müssen wir in eine Post? Geht nicht anders, ja, und da sehen wir leider schon direkt das Ergebnis verloren. Ja, dann lassen wir uns das Ganze mal anzeigen, ne, wie knapp das gewesen ist. Wie gesagt, Dead Valley ja noch leicht stärker als wir, trotzdem sind wir, denke ich mal, auf einem ganz guten Weg. Wir haben 2 Leute, die sich nicht angemeldet haben und bei Dead Valley haben wir eine 100%ige Anmeldequote. Das ist natürlich strong. Ich meine, 48 von 50, gut, da haben es 2 verpennt. Ist jetzt nicht so nice, aber ist trotzdem halt schon eine sehr hohe Anmeldequote. Ne, das muss man mal dazu sagen. Ich überspringe mal ein bisschen, sonst würde das hier, denke ich mal, viel zu lange dauern. Ne? Also ist trotzdem noch eine sehr gute Quote. Aber leider bringt das natürlich jetzt so ein ungleiches Kräftemessen jetzt hier mit rein, will ich mal sagen. Das heißt, ja, der Kampf ist natürlich nicht ganz ausgewogen, liegt natürlich an unserer Inaktivität seitens der 2 Spieler. Und ja, ich hätte das gerne gesehen. Oh nein, wir haben es ja jetzt 4 Uhr. Oh nö. 4 Uhr Server Reset. Wer kennt's nicht? Vielleicht können wir den Kampf ja trotzdem noch weiter gucken. Mal schauen. Ja, können wir hier noch weiter skippen. Um 4 Uhr morgens sind ja immer Serverwartung. Aber wir können den Kampf, glaube ich, noch weiter anschauen. Es geht, glaube ich, trotzdem noch. Ja, nice. Wir können uns ein bisschen durchcheaten. Ja, das ist, glaube ich, jetzt, weiß nicht, schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich um 4 Uhr morgens aufgenommen habe. Und ja, die Serverwartungen eingetroffen sind. Ne? Wer von euch das nicht wusste oder nicht um die Zeit online ist, um 4 Uhr morgens werden alle Server gewartet und dann sind die für, keine Ahnung, für 10 Minuten oder 5 Minuten oder so, sind die dann nicht erreichbar. Ne? Und ja, wir sind aber gerade im Gildenkampf drinne und können trotzdem hier noch weiter klicken. Ich glaube, andere Aktivitäten können wir nicht mehr machen, aber da wir den Gildenkampf gestartet haben und drinne waren, können wir den, glaube ich, noch zu Ende schauen hier zumindest, was ja eigentlich der Hauptbestandteil jetzt von dem Video ist, auch wenn es jetzt hier ein bisschen nervig ist natürlich, ne? Aber was ich sagen wollte, ich hätte gerne einen Kampf gesehen zwischen der Holzfällerhütte und Dead Valley, wenn der Kampf ausgeglichen wäre. Das heißt, wenn 50 gegen 50 kämpfen, das wären die optimalen Voraussetzungen so natürlich, ne? Und ja, da hätte ich ganz gerne mal ein gleiches Kräftemessen gesehen, so, ne? Aber wir schauen mal, wie knapp der Kampf trotzdem war, auch wenn wir jetzt 2 weniger waren. Mal schauen. Lässt sich natürlich dann gut abwägen, ne? Wie man performt hätte, wenn man jetzt noch 2 mehr gehabt hätte, ob wir dann vielleicht gewonnen hätten oder verloren hätten. Ne? Weiß man natürlich nicht. Das ist ultra nervig jetzt gerade mit der Spielwelt. Ne? Einfach das mal bitte wegignorieren, auch wenn es schwierig ist. Ja,
Genau, aber wir schauen, ja, es kommt halt alle paar Sekunden, das ist halt super nervig. Ja, vielleicht überbrücken wir auch die Zeit bis in 10 Minuten oder so, dann sollte das nicht mehr erscheinen. Hier haben wir den Paul. Ja, der Paul hat noch viele Dungeons offen und spart sich da gerade so ein bisschen. Also ich glaube, wenn der gute Kollege hier wieder loslegt mit den Dungeons, dann wird er mich auch einholen und ich glaube auch sogar überholen, weil ich glaube, da ist noch einiges offen bei ihm. Und deswegen gucken wir mal, wie das Ganze so aussieht in Zukunft. Ich bin ja jetzt nicht viel höher, 5 Level ist auf der Stufe jetzt noch nicht so sehr viel. Ja, die 5 Level sind schnell gemacht, wenn man sich ein paar Dungeons aufgespart hat. Und ja, der Paul hier auf jeden Fall gut am Reincarryen. Gut Damage gemacht, viele Leute rausgenockt. Ja, so, der Battle Mage hier, Shiro, auch einen mitgenommen hier, fast 2 mitgenommen. So, und jetzt bin ich an der Reihe. Ja, mal gucken, was ich so fabriziere hier im Dungeon Fight. Ich skippe mal wieder hier diese scheiß Serverwartung hier. Wir haben es begriffen. Ja, der Server ist nicht erreichbar. Wir haben es begriffen. Du brauchst es mir nicht mehr anzeigen. Dankeschön. Ja, nehmen wir noch einen mit. Schaffen wir den noch? Schaffen wir den nicht? Wäre cool, wenn wir den noch schaffen würden. Aber ich blocke leider überhaupt nicht. Und deswegen kann ich hier auch leider nichts zum Gildenkampf weiter beitragen. Das ist natürlich schade. Ist auch ein Stück weit natürlich unlucky gewesen. Ne? Das muss man noch dazu sagen. Und hätte man da ein bisschen mehr Luck gehabt, hätte man vielleicht noch einen mitnehmen können. Aber das war leider von meiner Seite aus eine nicht so gute Performance. So, weiter geht's. Wir gucken mal, wie viele wir noch mitnehmen können hier. Die Gegner natürlich auf der anderen Seite noch sehr krass im Vorteil. Wir haben noch ein paar krasse Spieler. Hier ist auch der Mo jetzt das erste Mal, glaube ich, mit dabei. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Als Berserker auch sehr unlucky natürlich, da er hier viel reingelackt hat. Okay, also man kann festhalten, es fehlen 2 Leute und viele von uns waren relativ unlucky gewesen, was die Fights angeht. So, ne? Das kann man sich vielleicht mal so im Hinterkopf ein bisschen merken, um das für die Zukunft festzuhalten, wie viele Leute wir vielleicht noch mitnehmen können in Zukunft. Ne? So, Matze leider schon der letzte bei uns hier und ja, mit Heldenduft waren noch 2 weitere übrig, das heißt insgesamt 3 Leute waren übrig und ja, gut, jetzt können wir hier leider gar nichts mehr machen, ne? Da der Server jetzt immer noch nicht erreichbar ist. Ja. Bisschen unlucky das Timing gewesen, aber ich wollte ja live dabei sein hier. Ne? Deswegen war es auf jeden Fall mal spannend zu sehen, wie das Ganze so aussieht hier um die Bestenliste. Platz 1, 2 und 3. Momentan sind wir noch gerechtfertigt auf der 4. Platzierung, ne? Bei den Gilden, da die anderen natürlich noch ein bisschen stärker sind als wir. Aber es bleibt weiterhin spannend. Ne? Es sind nicht viele Ehrenhallenpunkte, die wir hier auseinander sind zwischen dem Treppchen und Platz 4. Also mal gucken. Wir werden natürlich weiterhin das Ganze hier mit begleiten. Unsere Gilde wird natürlich auch immer stärker. Natürlich die anderen lassen natürlich auch nicht nach. Ne? Konkurrenz schläft nicht. Ist aber auch gut so, weil sonst wäre der Server ja auch irgendwie, ja, weniger spannend auf jeden Fall. Ne? Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Ganze hat euch auch ein bisschen gefallen. Und würde sagen, wenn es der Fall gewesen ist, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.